Im Zusammenhang mit Tennisturnieren gibt es oft Ausdrücke wie Grand Slam Turnier, die Auslosung ergab eine schwere Tableauhälfte für einen Spieler, ein Spieler hat einen Sieg beim Challenger Turnier erreicht oder Freilos in der ersten Runde. All diese Begriffe hängen eng mit der Struktur der Tennisturniere zusammen. Und daher schauen wir uns einmal diese Begriffe an, beziehungsweise wie sie gemeint sind. Damit herzlich willkommen zum Tennislexikon. Es gibt dabei zwei Möglichkeiten, wie man an die Sache herangeht. Das eine sind die Arten der Tennisturniere, das schauen wir uns nachher an. Denn die Grundlage, die mit den Arten zusammenhängt, ist der Raster. Der Raster, auch Tableau genannt, ist eine Struktur, die man auch in anderen Sportarten kennt. Im Tennis gibt es den 32er Raster, den 48er Raster, den 56er, den 64er, den 96er und den 128er. Diese Zahlen besagen, wie viele Spieler bei einem Turnier tatsächlich teilnehmen. Das größte Turnier ist das Grand Slam Turnier, das hat den 128er Raster, dazu kommen wir später. Das kleinste Turnier hat 32er Raster, das heißt, es werden auf jeden Fall 32 Spieler teilnehmen. Wenn wir jetzt weitergehen, was bedeutet der Raster? Der Raster soll sicherstellen, dass es in der Struktur des Turniers nicht passieren kann, dass die Favoriten sich in der ersten oder zweiten Runde bereits treffen. Sie sollen erst im Finale um den Turniersieg spielen können. Wenn man sich ein Achtelfinale hernimmt, in dem 16 Spieler qualifiziert sind, dann bedeutet das in der Regel, dass die Nummer 1 gegen die Nummer 16 spielt, die Nummer 2 gegen die Nummer 15, die Nummer 3 gegen die Nummer 14 und so weiter. Natürlich kann es auch sein, dass es die Nummer 1 gar nicht mehr gibt, weil der Top-Favorit hat in der ersten Runde überraschend verloren. Aber prinzipiell ist die Überlegung die, dass man verhindert, dass die Nummer 1 und die Nummer 2 vor dem Finale aufeinandertreffen können. Und wenn man das Ganze sich als Tableau vorstellt, dann hat man eine obere Hälfte mit der Nummer 1 und dann hat man eine untere Hälfte mit der Nummer 2 und die Nummer 2 weiß ganz genau, wenn ich jetzt im Achtelfinale diesen Spieler schlage, dann treffe ich im Viertelfinale auf entweder den oder den, das heißt man kann genau nachvollziehen, wie der Weg bis zum Finale verläuft. Und besonders aufgeteilt ist es natürlich beim Grand Slam Turnier, weil sowohl bei den Damen als auch bei den Herren kann man das Ganze auf 8 Seiten herunterbrechen. Das heißt, die 8 bestgesetzten Spieler treffen erst im Viertelfinale aufeinander. Und das ist auch so gewollt. Das heißt, der Raster definiert, wer gegen wen wann spielen wird. Wobei man natürlich nicht weiß, man kann in der ersten Runde ausscheiden, dann ist die Sache sowieso erledigt, aber als Fan kann man sich zum Beispiel anschauen, okay, nehmen wir mal an, er gewinnt in der ersten Runde, dann hat er in der zweiten Runde den oder den und hat in der dritten Runde den oder den. Und so kommen wir zu der Aussage, die wir am Anfang gehabt haben, dass man eine schwere Auslosung haben kann. Denn man kann zum Beispiel in Wimbledon auf Rasen gegen Spieler antreten müssen, die in der Weltrangliste vielleicht gar nicht so gut gereiht sind, die aber besonders gut aufschlagen können und auf Rasen sehr gefährlich sind. Das heißt, es kommt dann auf die Situation an. Und was hat es mit der Nummer 1 bis Nummer 16 zu tun? Das bezieht sich auf die Weltrangliste. Das heißt, der Bestgereihte in der Weltrangliste ist die Nummer 1 des Turniers. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass er auch wirklich der Top-Favorit ist, wenn er auf einen Belag spielen muss, den er gar nicht mag. Der Thomas Muster zum Beispiel hat serienweise auf Sand gewonnen, aber in Wimbledon war er ein krasser Außenseiter, wobei seither ist der Rasen deutlich langsamer geworden. Heute hätte Thomas Muster sicher bessere Chancen. Gut, gehen wir weiter. Im Detail. Der 32er Raster bedeutet, das ist ein Turnier mit 5 kompletten Runden. Das bedeutet, auch die Nummer 1 muss in der ersten Runde antreten und kann da schon ausscheiden.
Dazu gibt es meistens eine Qualifikation mit 2 Runden, aber wir wollen uns jetzt auf das Turnier selbst konzentrieren. Willst du dieses Turnier gewinnen, brauchst du 5 Siege. Beim 48er Raster gibt es schon 6 Runden, die 32 plus 16, das heißt es fehlen 16, um auf 64 zu kommen, was an sich bei 6 Runden notwendig wäre. Das sind 16 Spieler, die aufgrund der Weltranglistenposition gesetzt sind. Das heißt, sie steigen in Runde 2 ein und sie brauchen 5 Siege für den Turniersieg. Die Ungesetzten müssen in der ersten Runde schon spielen und brauchen 6 Siege. Ist immer die Frage, ob man einen Vorteil hat, wenn man gesetzt ist und in der zweiten Runde antritt, weil die Ungesetzten, die haben schon in der ersten Runde sich mit den Verhältnissen auf Matchpraxis orientieren können und sind dann besser eingespielt als ein Favorit, der in der zweiten Runde erst beginnt. Also es ist nicht selten so gewesen, dass dann Spieler Schwierigkeiten hatten, weil der Gegner war schon eingespielt. Noch stärker ist es bei Qualifikanten, weil die mussten schon 2 Runden überstehen, mussten die erste Runde im Turnier selbst überstehen und haben damit 3 Matches schon in den Beinen und wissen, wie die Luftfeuchtigkeit ist, wie der Wind ist, etc. Und das kann auch dazu führen, dass sie mit viel Selbstvertrauen in der zweiten Runde gegen einen Favoriten antreten und da ist nicht gesagt, dass der Favorit gewinnen wird. Dann haben wir noch den 56er Raster, der auch 6 Runden hat. Da sind aber nur mehr die besten 8 gesetzt. Alle anderen müssen in der ersten Runde antreten. Es gilt weiterhin 5 Siege für die Gesetzten, 6 Siege für die Ungesetzten, um das gesamte Turnier zu gewinnen. Und der 64er Raster hat schon 6 komplette Runden. Das heißt, auch die Nummer 1 muss in Runde 1 antreten. Und es braucht 6 Siege, um dieses Turnier zu gewinnen. Dann gibt es eine Sonderform, das ist das 96er Raster. Da spielt man schon 7 Runden. Und da fehlen aber, also für 7 Runden, das wäre eigentlich Grand Slam Turnier. Da braucht man 128 Leute. Die hat man nicht, weil 32 sind gesetzt. Das heißt, die steigen in der zweiten Runde ein. Die Ungesetzten müssen 7 Runden spielen, wie beim Grand Slam Turnier. Das gibt es nur bei 2 Turnieren, nämlich im März auf Hardcore. Das sind die Turniere in Indian Wells und Miami. Und der größte Raster ist der 128er für die Grand Slam Turniere. Hier muss auch die Nummer 1 in der ersten Runde antreten. Und es ist nicht selten passiert, dass die Nummer 1 in der ersten Runde verloren hat und ein Favorit war schon draußen. Manchmal auch wegen Verletzungen, aber manchmal auch, weil es einfach an dem Tag nicht gepasst hat. Willst du dieses Turnier gewinnen, musst du 7 Mal siegen. Das war die Struktur der Raster, die die Grundlage für die Turniere sind. Und jetzt schauen wir uns die zweite Struktur an, und zwar die Turniere selbst. Es gibt Futures, es gibt die Challengers, es gibt 250er Turniere, 500er Turniere, Masters oder auch Tausender und die Grand Slam Turniere. Wenn man einsteigt als Neuling, dann spielt man meistens bei den Futures. Da gibt es ein Preisgeld von meistens 10.000, vielleicht 25.000 $. Allerdings ist auch dann ein 32er Raster gegeben. Das heißt, man muss 5-mal gewinnen, wenn man das Turnier gewinnen will. Und so wahnsinnig viele Weltranglistenpunkte bekommt man da nicht. Aber man kann erste Erfahrungen sammeln. Darüber ist die Struktur der Challenger-Turniere. Da gilt es ebenfalls 32er Raster, 5 Runden. Und da kann es schon ein Preisgeld von 100.000 $ oder mehr geben. Das ist in der letzten Zeit sogar aufgewertet worden. Und zum Beispiel auch Stars, die längere Zeit verletzt waren, spielen gerne die Challengers, um wieder Matchpraxis zu gewinnen. Und so leicht kann man so ein Turnier gar nicht gewinnen. Also zum Beispiel 2023 hat Dominic Thiem, nachdem er eine schwere Handverletzung hatte
und das Comeback nicht so wirklich gut funktioniert hat und serienweise Niederlagen stattgefunden haben, die Challenger für sich entdeckt und hat aber trotzdem Schwierigkeiten, da sich durchzusetzen, weil die Leute, die da antreten, das sind oft Leute in der Weltrangliste um Rang 150 oder schwächer. Die können genauso gut spielen wie die Leute, die auf Rang 50 gereiht sind. Da gibt es nicht so einen großen Leistungsunterschied. Mit den Challengern bekommt man schon mehr Weltranglistenpunkte, aber man muss sich auch hocharbeiten. Dann gibt es die 250er und 500er Turniere, die heißen so, weil es für den Turniersieg die entsprechende Punktzahl gibt. Und ein 500er Turnier zu gewinnen, hilft dir bei der Weltrangliste schon deutlich weiter, vor allem wenn du weiter hinten gereiht bist. Die 250er Turniere werden meistens mit einem 32er Raster gespielt. Die 500er sind auch oft noch mit einem 32er Raster, haben aber mehr Preisgeld, deutlich mehr, also da reden wir schon von Millionen $. Insgesamt für das gesamte Turnier. Es kann aber auch den 48er oder den 56er Raster geben, wobei der 48er wird seltener genutzt, der war früher öfter im Einsatz, eher der 56er, also die besten 8 sind in der ersten Runde mit einem Freilos bestückt. Dann gibt es die Masters-Turniere oder die Tausender, das ist die zweithöchste Ebene. Da spielt man mit einem 64er Raster, außer die beiden genannten US-Turniere in Indian Wells und Miami mit dem 96er Raster. Also beim 96er Raster, wie wir es vorher schon gehört haben, gibt es 7 Runden und 32 sind in der ersten Runde mit einem Freilos bestückt. Beim 64er muss jeder von der ersten Runde an Gas geben und braucht 6 Siege für den Turniersieg. Also die Masters-Turniere, die ändern immer wieder den Namen. Früher hat man Masters gesagt. Bei den Damen wird es noch als solches bezeichnet. Es gab auch schon bei den Damen die Tier 1 Bezeichnung und Tausender bezeichnet man die Turniere auch deshalb, weil man 1000 Weltranglistenpunkte bekommen kann und das ist schon eine ziemliche Summe und wenn man berücksichtigt, mit 3000 Punkten ist man unter den besten 10 in der Weltrangliste, dann hat es schon eine Aussage. Also 3 so Turniere gewinnen und man ist unter den besten 10 der Welt, das ist schon was, also das zeigt die Wertigkeit. Bekannte Turniere sind zum Beispiel das Sandplatzturnier von Monte Carlo oder von Rom. Und genauso das Hallenturnier in Paris im Herbst. Gut, und die größten Turniere sind die Grand Slam Turniere. Da gibt es 4 Stück. Da gibt es das Turnier in Melbourne in Australien im Jänner, im Mai in Paris auf Sand, in Wimbledon, das ist im Ende Juni in London auf Rasen. Und schließlich die US Open in New York im September auf Hartplatz. Und wenn man alle 4 in einem Jahr gewinnt, dann hat man den Grand Slam geschafft. Bei den Herren hat das der Rod Laver 2-mal geschafft. Der Novak Djokovic war knapp davor, hat aber das Finale der US Open gegen Medvedev verloren und daher ist ihm dieser Erfolg verwehrt geblieben. Die Damen, da hat es die Steffi Graf gegeben, die hat sogar den Golden Slam geschafft. Das heißt, sie hat alle 4 Turniere in einem Jahr gewinnen können und war außerdem Olympiasiegerin im Einzel. Und das ist etwas, was wirklich außergewöhnlich ist und bisher sonst niemand geschafft hat. Jo, und das war jetzt die Zusammenstellung, wie die Turniere strukturiert sind. Der Raster gibt vor, wie viele Spieler es gibt, wie das mit den Gesetzen verläuft, wie viele Runden man gewinnen muss. Und dann gibt es die Hierarchie der Turniere von den Futures zum Einstieg bis zum Grand Slam Turnier, dem größten Erfolg im modernen Tennis.
Und in diesem Sinne hoffe ich, dass das informativ war. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.